Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts auf Deutsch. Ich bin Thomas. Und ich bin Petra. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Stell dir vor, du hast 30 Sekunden, um eine Entscheidung zu treffen, die alles verändert. Dein Chef wartet, dein Team wartet. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Genau in solchen Momenten zeigt sich, wer wirklich führen kann. Heute sprechen wir über das Thema Entscheidungen treffen unter Druck, warum uns das so schwer fällt, was im Gehirn passiert und wie man es besser machen kann. Wir lernen 20 wichtige Vokabeln auf C1-Niveau und ihr werdet am Ende Entscheidungsprozesse auf Deutsch beschreiben und diskutieren können. Los geht's! Thomas, fangen wir mit einer provokanten Frage an. Bist du ein guter Entscheider? Ich würde sagen, ich bin ein besserer Entscheider geworden. Früher habe ich entweder zu lange gewartet oder zu impulsiv gehandelt. Beides hat mich Geld, Zeit und manchmal Beziehungen gekostet. Das ist eine ehrliche Antwort. Die meisten Menschen überschätzen ihre Entscheidungsfähigkeit. Studien zeigen, dass wir täglich zwischen 20.000 und 35.000 Entscheidungen treffen, die meisten unbewusst. Aber die bewussten, wichtigen Entscheidungen, besonders unter Druck, fallen uns enorm schwer. Warum eigentlich? Was passiert im Gehirn, wenn wir unter Druck entscheiden müssen? Stress aktiviert das limbische System, den emotionalen Teil des Gehirns. Das Cortisol steigt. Der präfrontale Kortex, unser rationaler Entscheidungsapparat, wird gehemmt. Das Gehirn schaltet auf Überlebensmodus: kämpfen, fliehen oder erstarren. Erstarren, das kenne ich. Man sitzt vor der Entscheidung und tut nichts, weil keine Option gut genug erscheint. Oder weil man Angst hat, die falsche zu wählen. Das nennt sich Entscheidungslähmung oder Analysis Paralysis. Man analysiert so lange, bis man handlungsunfähig wird. Paradoxerweise ist das Nichtentscheiden auch eine Entscheidung, meist die schlechteste. Weil sich die Situation nicht von selbst löst. Die Zeit vergeht, die Optionen werden schlechter und am Ende entscheiden andere für einen. Genau. Und dann gibt es das andere Extrem. Die Schnellentscheidung aus dem Bauch heraus. Impulsiv, ohne Nachdenken. Das fühlt sich mutig an, aber es ist oft nur Impulsivität, die als Entschlossenheit getarnt ist. Der Psychologe Daniel Kahneman hat dazu das berühmte Zwei-System-Modell entwickelt. System 1: schnell, intuitiv, emotional. System 2: langsam, analytisch, rational. Unter Druck dominiert immer System 1. Und System 1 macht viele Fehler. Es ist anfällig für kognitive Verzerrungen, Bestätigungsfehler, Ankereffekte, Verfügbarkeitsheuristiken. Es sieht Muster, wo keine sind. Es überschätzt Risiken, die es kennt, und unterschätzt solche, die es nicht kennt. Lass uns über die wichtigsten kognitiven Verzerrungen sprechen, die Entscheidungen unter Druck besonders verzerren. Der Bestätigungsfehler? Confirmation Bias. Wir suchen unbewusst nach Informationen, die unsere bestehende Meinung bestätigen, und ignorieren gegenteilige Beweise. Wenn ich glaube, dass Plan A besser ist, finde ich 100 Gründe dafür. Der Ankereffekt. Die erste Information, die wir erhalten, beeinflusst alle folgenden Einschätzungen unverhältnismäßig stark. Wenn das erste Angebot 100.000 Euro ist, erscheint 80.000 wie ein Schnäppchen, auch wenn 60.000 fair wäre. Der Sunk Cost Fallacy, der Irrtum der versunkenen Kosten. Wir investieren weiter in eine schlechte Entscheidung, weil wir schon so viel hineingegeben haben. Wir haben bereits 3 Jahre und 1 Million Euro investiert. Wir können jetzt nicht aufhören. Obwohl die 3 Jahre und die Million bereits verloren sind, egal was man jetzt tut. Die Frage ist, macht die Investition Sinn auf Basis der Zukunft, nicht der Vergangenheit? Und der Überoptimismus-Bias. Menschen unterschätzen systematisch die Wahrscheinlichkeit negativer Ergebnisse. 80% aller Fahrer halten sich für überdurchschnittlich gut. Das ist statistisch unmöglich. Diese Verzerrungen zu kennen hilft bereits. Man kann nicht alle eliminieren, aber man kann bewusster damit umgehen. Eine kurze Pause, ein tiefer Atemzug, eine kritische Gegenfrage. Das aktiviert System 2 und bremst System 1.
Was unterscheidet gute Entscheider von schlechten? Du hast viele Führungskräfte beobachtet. Erstens, sie treffen Entscheidungen mit unvollständiger Information und das bewusst. Sie wissen, dass sie nie alle Fakten haben werden. Wer auf Perfektion wartet, entscheidet nie. Jeff Bezos hat das auf den Punkt gebracht. Treffe wichtige Entscheidungen mit 70% der Information, die du dir wünschst. Wenn du auf 90% wartest, bist du zu spät. Zweitens, sie unterscheiden zwischen reversiblen und irreversiblen Entscheidungen. Reversible Entscheidungen, die man rückgängig machen kann, trifft man schnell und testet. Irreversible Entscheidungen, die man nicht rückgängig machen kann, behandelt man mit äußerster Sorgfalt. Drittens, sie bauen Entscheidungsrahmen. Statt jede Situation neu zu analysieren, haben sie vorab definiert, unter welchen Bedingungen tue ich was. Das reduziert kognitive Last unter Druck enorm. Viertens, sie holen aktiv Gegenperspektiven ein. Sie suchen nicht nach Bestätigung, sondern nach Widerspruch. Was spricht gegen meinen Plan? Das ist die wichtigste Frage bei jeder bedeutenden Entscheidung. Und fünftens, und das ist vielleicht am wichtigsten, sie lernen systematisch aus Fehlentscheidungen. Nicht durch Selbstkritik, sondern durch strukturierte Analyse. Was war die Annahme? Warum war sie falsch? Was würde ich anders machen? Ausdruck 1. Die Entscheidungslähmung. Bedeutung. Ein Zustand der Handlungsunfähigkeit durch Überforderung oder zu viele Optionen. Beispiel 1. Entscheidungslähmung entsteht oft, wenn man versucht, alle Optionen perfekt zu bewerten. Beispiel 2. Wer an Entscheidungslähmung leidet, verliert oft mehr Zeit als durch eine falsche Entscheidung. Ausdruck 2. Abwägen. Bedeutung: Vor- und Nachteile verschiedener Optionen sorgfältig gegeneinander aufwiegen. Beispiel 1. Sie wog alle Optionen sorgfältig ab, bevor sie das Jobangebot annahm. Beispiel 2. In Krisensituationen bleibt oft keine Zeit, alle Aspekte gründlich abzuwägen. Ausdruck 3. Die Konsequenz. Bedeutung: Die Folge oder das Ergebnis einer Entscheidung oder Handlung. Beispiel 1. Jede Entscheidung hat Konsequenzen, auch die Entscheidung, nicht zu entscheiden. Beispiel 2. Gute Führungskräfte denken Konsequenzen mehrere Schritte im Voraus. Ausdruck 4. Der Bestätigungsfehler. Bedeutung: Die Tendenz, Informationen zu bevorzugen, die bestehende Überzeugungen bestätigen. Beispiel 1. Der Bestätigungsfehler führt dazu, dass wir gegenteilige Beweise ignorieren. Beispiel 2. Um den Bestätigungsfehler zu vermeiden, sollte man aktiv nach Gegenargumenten suchen. Ausdruck 5. Die Intuition. Bedeutung: Ein unbewusstes, schnelles Urteil, basierend auf gesammelter Erfahrung. Beispiel 1. Erfahrene Führungskräfte verlassen sich in Krisensituationen oft auf ihre Intuition. Beispiel 2. Intuition ist kein Zauberei. Sie ist komprimierte Erfahrung, die schnell abrufbar ist. Ausdruck 6. Reversibel. Bedeutung: umkehrbar. Eine Entscheidung, die rückgängig gemacht werden kann. Beispiel 1. Reversible Entscheidungen sollte man schnell treffen und bei Bedarf korrigieren. Beispiel 2. Die meisten Entscheidungen im Alltag sind reversibel. Wir überschätzen ihre Endgültigkeit. Ausdruck 7. Irreversibel. Bedeutung: nicht umkehrbar, eine Entscheidung, deren Folgen dauerhaft sind. Beispiel 1. Irreversible Entscheidungen, wie ein Unternehmenszusammenschluss, erfordern tiefe Analyse. Beispiel 2. Wer irreversible und reversible Entscheidungen unterscheidet, spart Zeit und Energie. Ausdruck 8. Die Risikoabwägung. Bedeutung: die systematische Bewertung möglicher negativer Konsequenzen einer Entscheidung. Beispiel 1. Eine gründliche Risikoabwägung ist besonders bei strategischen Entscheidungen unerlässlich. Beispiel 2. Ohne Risikoabwägung trifft man Entscheidungen blind, mit falscher Sicherheit. Ausdruck 9. Die kognitive Verzerrung. Bedeutung: ein systematischer Denkfehler, der das Urteil und die Entscheidungsfindung beeinflusst. Beispiel 1. Kognitive Verzerrungen sind universell. Sie betreffen alle Menschen,
unabhängig von Intelligenz. Beispiel 2. Das Wissen um kognitive Verzerrungen ist der erste Schritt, ihren Einfluss zu reduzieren. Ausdruck 10. Der Sunk Cost Fallacy. Bedeutung: der Irrtum, weiter in etwas zu investieren, weil man bereits viel investiert hat. Beispiel 1. Der Sunk Cost Fallacy hält Unternehmen in erfolglosen Projekten gefangen. Beispiel 2. Vergangene Investitionen sind verloren. Entscheidungen sollte man auf die Zukunft ausrichten. Ausdruck 11. Die Handlungsbereitschaft. Bedeutung: die Bereitschaft, trotz Unsicherheit aktiv zu werden und Entscheidungen zu treffen. Beispiel 1. In Krisen ist Handlungsbereitschaft wichtiger als Perfektion. Beispiel 2. Wer auf vollständige Informationen wartet, verliert oft den entscheidenden Moment. Ausdruck 12. Das Bauchgefühl. Bedeutung: eine intuitiv-emotionale Einschätzung einer Situation, die schwer rational begründbar ist. Beispiel 1. Manchmal spricht alles rational für einen Plan, aber das Bauchgefühl sagt Nein. Beispiel 2. Bauchgefühle sollte man nicht ignorieren, aber auch nicht blind folgen. Sie sind Datenpunkte. Ausdruck 13. Die Tragweite. Bedeutung: das Ausmaß und die Reichweite der Folgen einer Entscheidung. Beispiel 1. Die Tragweite dieser Entscheidung reichte weit über das eigene Unternehmen hinaus. Beispiel 2. Je größer die Tragweite einer Entscheidung, desto mehr Zeit sollte man in die Analyse investieren. Ausdruck 14. Abschätzen. Bedeutung: den ungefähren Wert, Umfang oder die Wahrscheinlichkeit von etwas einschätzen. Beispiel 1. Unter Zeitdruck muss man Risiken und Chancen schnell und präzise abschätzen können. Beispiel 2. Er schätzte die Kosten ab und entschied sich trotz Unsicherheit für das Projekt. Ausdruck 15. Die Dringlichkeit. Bedeutung: der Grad, in dem eine Sache sofortiges Handeln erfordert. Beispiel 1. Dringlichkeit und Wichtigkeit sind nicht dasselbe. Viele dringende Dinge sind nicht wichtig. Beispiel 2. Die Eisenhower-Matrix hilft, Dringlichkeit und Wichtigkeit systematisch zu trennen. Ausdruck 16. Zögern. Bedeutung: mit einer Entscheidung oder Handlung zögerlich umgehen, unschlüssig sein. Beispiel 1. Er zögerte so lange, bis die Gelegenheit verpasst war. Beispiel 2. Wer in Krisensituationen zögert, riskiert, dass andere die Initiative übernehmen. Ausdruck 17. Die Verantwortung übernehmen. Bedeutung: die Konsequenzen einer Entscheidung akzeptieren und dafür einstehen. Beispiel 1. Eine gute Führungskraft übernimmt Verantwortung für ihre Entscheidungen, auch wenn sie falsch waren. Beispiel 2. Verantwortung zu übernehmen schafft Vertrauen und ist Zeichen von Reife. Ausdruck 18. Gegenabwägen. Bedeutung: Argumente oder Faktoren bewusst gegeneinander stellen, um eine ausgewogene Entscheidung zu treffen. Beispiel 1. Sie gegenabwägte alle Risiken und Chancen, bevor sie die Investition genehmigte. Beispiel 2. Wer nicht gegenabwägt, entscheidet einseitig und übersieht wichtige Faktoren. Ausdruck 19. Die Handlungsalternative. Bedeutung: eine mögliche Option oder ein alternativer Weg in einer Entscheidungssituation. Beispiel 1. Wer keine Handlungsalternativen sieht, trifft Entscheidungen unter falscher Zwangslage. Beispiel 2. Bevor man entscheidet, sollte man immer alle Handlungsalternativen systematisch prüfen. Ausdruck 20. Konsequent. Bedeutung: folgerichtig und zielstrebig, eine Entscheidung vollständig und ohne Abweichung umsetzen. Beispiel 1. Eine falsche Entscheidung konsequent umzusetzen ist besser, als keine Entscheidung zu treffen. Beispiel 2. Konsequentes Handeln nach einer Entscheidung schafft Klarheit und Orientierung für das Team. Im zweiten Teil schauen wir uns 4 konkrete Entscheidungsrahmen an, die in der Praxis wirklich helfen. Die 10-10-10-Methode von Susie Welch ist einfach und mächtig. Man stellt sich 3 Fragen. Wie werde ich über diese Entscheidung in 10 Minuten denken? In 10 Monaten? In 10 Jahren?
Diese Perspektiverweiterung bricht den Tunnelblick unter Druck. Was in 10 Minuten riesig erscheint, ist in 10 Jahren oft bedeutungslos. Und was man in 10 Monaten bereut, ist meist nicht die Entscheidung selbst, sondern das Zögern. Ich nutze diese Methode auch für kleinere Entscheidungen. Soll ich dieses unangenehme Gespräch jetzt führen oder verschieben? In 10 Minuten will ich es verschieben. In 10 Monaten werde ich froh sein, es geführt zu haben. Die Prämortem-Analyse kommt vom Psychologen Gary Klein. Man stellt sich vor, es ist 1 Jahr in der Zukunft. Der Plan ist gescheitert. Warum? Man denkt also nicht voraus, was schieflaufen könnte. Das fühlt sich negativ an. Stattdessen nimmt man das Scheitern als gegeben und fragt, was hat es verursacht? Dieser kleine Trick bricht den Überoptimismus-Bias auf. Man findet plötzlich Risiken und Schwächen, die man vorher blind übersehen hat. Jeff Bezos nutzt ein ähnliches Konzept, den Regret Minimization Framework. Wie werde ich mit 80 Jahren auf diese Entscheidung zurückblicken? Bei komplexen Entscheidungen mit mehreren Kriterien hilft eine Entscheidungsmatrix. Man listet die Optionen auf einer Achse, die Kriterien auf der anderen, gewichtet die Kriterien nach Wichtigkeit und bewertet dann systematisch. Das klingt trocken, aber es zwingt dazu, implizite Annahmen explizit zu machen. Plötzlich sieht man, ich gewichte Sicherheit 3-mal so hoch wie Wachstum. Ist das wirklich richtig? Vielleicht nicht. Und manchmal zeigt die Matrix, dass man eigentlich schon weiß, was man will. Man hat es nur nicht zugegeben. Besonders bei wichtigen Entscheidungen. Suche aktiv nach jemandem, der widerspricht. Nicht nach Bestätigung, nach Widerspruch. Amazon-Gründer Jeff Bezos hat dafür eine kluge Regel. Wenn alle im Raum zustimmen, ist das ein Warnsignal. Echte gute Entscheidungen entstehen durch produktiven Widerspruch. Und nach der Entscheidung. Dokumentiere sie. Warum hast du so entschieden? Was waren die Annahmen? Dann 6 Monate später. Was hat sich bewahrheitet? Was nicht? Das ist das stärkste Lernwerkzeug für bessere Entscheidungen in der Zukunft. Am Ende ist Entscheidungskompetenz keine Gabe. Es ist ein Muskel. Und der wächst mit jeder Entscheidung, aus der man lernt. Sehr gut gesagt. Entscheide mutig, lerne konsequent und vergib dir, wenn du falsch lagst. Das war unsere Folge über Entscheidungen treffen unter Druck. Wie man richtig entscheidet, wenn es darauf ankommt. Wir haben 20 wichtige Ausdrücke auf C1-Niveau gelernt, von Entscheidungslähmung über kognitive Verzerrung und Sunk Cost Fallacy bis hin zu Handlungsbereitschaft und Tragweite. Nutzt sie aktiv. Und jetzt seid ihr dran. Was war die schwierigste Entscheidung, die ihr je treffen musstet? Und wie habt ihr sie getroffen? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles. Abonniert den Kanal für neue Folgen jeden 2. Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss und entscheidet mutig. Tschüss.